Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar sind wir heute in dem Team bei H&R. Es geht weiter mit dem Thema M3 Touring. Der Cello ist schon reingefahren, da ist er schon. Der blitzt direkt rein. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind glücklich. 8 Uhr morgens haben wir einen Termin. Genau. Und wir haben es jetzt. Das ist die Pünktlichkeit. Ja, du hast die Zeit noch nicht umgestellt. Das ist 7:50 Uhr eigentlich. Das stimmt. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Danke für die Einladung. Warum sind wir hier? Wir graden heute den M3 Touring von euch ein bisschen ab. Okay, aber eigentlich habe ich ja was von euch drin. Also Genau. Ich habe ja Gewindefedern drin von euch. Richtig. Gewindefedern sind von uns drin und jetzt haben wir ein neues Produkt Ja, für diese schönen Fahrzeuge M2, M3, M4 ja. und das bauen wir heute bei dir ein. Bin ich mal gespannt. Warte mal, LKW ist mega laut. Ja, wir sind an einer, das ist übrigens die Das ist Hauptverbindungsstraße. Ne? Echt? Dafür Ja. haben wir uns perfekt hingestellt. Ja, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall bekomme ich heute ein Fahrwerk, weil mein Auto ist ja ziemlich hoch. Vorne, ne? Das habe ich dir immer gesagt, das ist sehr hoch. Also es ist nicht... Also ja. für mich, also für den normalen Wir ist haben so, 35 mm Ja. Tieferlegung, aber du möchtest halt gerne noch so diesen einen, genau, diesen einen Tick noch. diesen einen kleinen Tick noch haben und den werden wir mit dem neuen Produkt ermöglichen. Und haben auch noch gleichzeitig viele weitere Features. Okay, da können wir ja gleich drauf Gerne. eingehen, wenn wir drin sind, wenn es ruhig ist. Aber ich sehe hier, ihr habt auch einen neuen M2. Dürfen wir den zeigen oder noch nicht? Ja, gerne. Der Zu hat diesem das- Auto ist auch, genau, was Ja. Besonderes zu sagen, da sind auch eure Räder drauf. Ja. Aber da kannst du mehr zu sagen als wir. Echt? Ja. Also hier sieht man es auch direkt. Das, was mich bei mir immer gestört hat, der war so einen Ticken höher, ne? Also Genau, dieser kleine der hatte Mühe. dann halt diesen Hängearsch bisschen. Nein, Hängearsch Doch, nicht. ein bisschen. Nein, Ein weißt bisschen. du, woran das liegt? Woran? Wenn du die Kotflügelkante bis Radmitte misst, Ja, steht der perfekt. okay. Das Problem ist, vorne, der dickere Reifen lässt ihn optisch Ja, okay. höher wirken Ja. als hinten, weil Weil wir hinten hast du einen hinten den sehr Reifen flachen haben. Reifen und vorne halt der dicke Reifen. Aber wenn du es misst, steht das perfekt. Aber jetzt steht er echt perfekt da. Ich hoffe, meine wird auch so. Ja, genau so. Ist das jetzt so TÜV-Höhe? Das ist Gefühl. Okay, krass. Und geht noch tiefer. Tatsächlich würden wir es nicht empfehlen, weil der Dämpfer hat halt einen gewissen Arbeitsbereich. Ja. So funktioniert das sehr gut. Okay. Ja, wird mein auch so eingestellt oder Ja. ein Ticken tiefer? Genauso. Ist genau eins zu Genauso, eins. 1:1. Wir haben hier auch direkt die neuen Räder für den M2 drauf. Das ist die RS1, wie ich sie auch auf dem M3 habe. Leider bei mir gerade nicht sauber, weil wir haben 2 Stunden eine Waschbox gesucht. Wir wären eigentlich sonst um 8 Uhr da. Wir haben keine gefunden. Ja, also die Ausrede gilt nicht. 300 Meter vor dir sind Waschboxen. Echt? Ja. Okay. Einmal an der Aral wir haben und es sogar versucht. separat. Wir haben ja woanders geschlafen. Ja, ist ja deswegen. kein Problem. Wir haben es versucht. Alles Aber man sieht, es ist krass, das Auto. Wir haben hier einfach vorne eine 10,5x20. Ich habe gestern auch schon mit ihm darüber geredet. Und hinten eine 11,5x21. Also wie groß das Auto Ja. geworden ist, wie gewachsen das ist. Im Vergleich zum alten bieten wir ja dieselbe Felge mit einer 10x19 hinten an. Ja. Und das ist Arsch am Eimer, also geht nicht mehr. Und damals hast du gedacht, mit einer 10x19 Ist der hast du König, schon, ja. genau. Und jetzt fährst du hier 11,5x21. Genau, mit einem 325 Das 21. ist wirklich verrückt, ja. Also wir müssen auch später mal die Autos so nebeneinander stellen, man muss mal so den Unterschied sehen. Gerne. Das ist echt geil. Also beide Autos sind auch auf der Messe zu sehen. Der Touring bei dir genau, und der M2 bei H&R. bei H&R. Ihr seid in Halle welches? 7. 7. Wir sind in Halle 6 wie immer, ihr seid nebenan, Genau. also Nachbar. Perfekter geht's nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein, ihr baut's ein, wir trinken Kaffee oder Kuchen, Kaffee Ja. und du zeigst uns ein bisschen den Laden, oder? Ja, sehr gerne. Wir sind jetzt in den heiligen Hallen von H&R. Hinter mir ist natürlich wieder dieser hübsche Selim. Erstmal wird es sehr technisch heute. Das passt natürlich zu mir, ich bin sehr technikaffin. Ja. Und wir haben hier, ich fange erstmal so an und danach sagst du die Details dazu. Ich bin sehr kenne mich gespannt. ja nicht so Ja, gut das mal aus. zuhören. Wir haben hier das brandneue H&R Fahrwerk für den M2 9 und M3 entwickelt und M4. Richtig? Genau. Wir haben jetzt das Fahrzeug hier als Prototyp. Gucken mal, passt es nicht? Wird natürlich passen. Wobei, da muss ich kurz eingrätschen. Wir haben es ja schon komplett getestet. Aber beim M2. M2 bei allen. So. Das Gutachten steht Ich bin auch gar schon. nicht der Erste. Du bist doch der erste M3 Touring, Okay. der es wirklich jetzt verbaut hat. Denn das Fahrwerk stellen wir vor auf der Motorshow Essen. Genau. Aber dein Auto ist der erste M3 Touring, der es auch wirklich verbaut hat und den man sich angucken kann. Jetzt Ja. verstellst du es gerade, weil die Jungs haben es gerade Ach eingestellt. so. Ja, seht ihr könnt es hier auf jeden Fall verstellen. Ja. Aber du kommst dann näher und dann erklärst du uns mal, was das Ding kann und warum wir das jetzt hier bei mir verbauen. Weil ich habe ja aktuell Gewindefedern von euch auch drin. Genau, also du hattest verbaut in deinem Fahrzeug unsere H&R Gewindefedern. Ja. Und dein Auto ist natürlich jetzt gerade frisch durch Matsch und Schnee gekommen, ne? Ja, so kennt man das. Genau.
Die waren verbaut, natürlich die Kombination mit Originalstoßdämpfer, mit original adaptiven Stoßdämpfer. Die, muss man wirklich sagen, hat BMW, kann man so sagen, echt einen rausgehauen. Die funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Warum wir auch dann gesagt haben, gut, wir fangen an mit unseren Tieferlegungsfedern und optional dem höhenverstellbaren Federnsatz, die Gewindefedern, dass du da halt nochmal die Höhe regulieren kannst und auch noch durch die geänderten Endanschläge ein bisschen mehr Tiefgang bekommst. Was ja der größte Wunsch von vielen dieser sportlichen Fahrzeuge ist. So, dann kam aber immer mehr auch die Anfrage, was ist denn mit einem Gewindefahrwerk? So, und gerade bei so sportlichen Fahrzeugen wie alle RS-Modelle von Audi, M-Modelle von BMW und halt auch die AMG-Modelle von Mercedes, haben wir jetzt das neue HR DCS. DCS steht für Damping Control System. Also kann man dieses Fahrwerk in der Zug-, in der Druck- und in der Höhe einstellen. Also Zug- und Druckstufenverstellung getrennt. Unten ganz klar zu erkennen, die Druckstufenverstellung, da haben wir 12 Klicks und halt oben die Zugstufenverstellung. Zeige ich euch gleich, haben wir vorne. Dieses Fahrwerk bietet natürlich zu einem eine Menge Vorteile. Gerade bei so einem M-Modell, viel Leistung, Gewicht, das muss irgendwie auch um die Ecke transportiert werden. Mit der Druck- und Zugstufenverstellung hast du halt in der Sekunde viel mehr Möglichkeit, das Fahrverhalten auf dich perfekt abzustimmen. Und die Höhe, gerade du, hatten wir ja vorne schon ganz am Anfang am Video erwähnt, die hat bei den Gewindefedern immer so dieses kleine etwas gefehlt, um ihn noch mal ein paar Millimeter runter zu bekommen. Hat ganz einfache Erklärung. Das Gewindefedernsystem war, was die Möglichkeit angeht, die Fahrzeughöhe noch weiter zu reduzieren am Ende. Aber wegen dem originalen Dämpfer. Richtig. Weil der originale Dämpfer ja nicht mehr hergibt und ihr es ja auch nicht auf Maximum bringt. Das ist jetzt zwar im Vergleich ein Hinterachsdämpfer, weil der Vorderachsdämpfer, der originale, hängt noch im Fahrzeug, aber das können wir euch gleich zeigen. Das ganze System reglementiert uns natürlich irgendwo bei der Fahrzeughöhe. Wir können natürlich durch die Anschlagbegrenzer, durch das Federpaket eine Tieferlegung erzeugen, aber irgendwann sagt der Stoßdämpfer, jetzt ist Schluss, ich brauche noch mindestens den und den Einfederweg und halt auch noch den Rest Ausfederweg. Und wenn wir den irgendwann unterschreiten, machst du das Auto schlechter. Das Problem hatte ich ja bei meinem Lambo, da hatte ich ja auch Gewindefeder, nicht von euch, aber da haben wir halt aufs Maximum runtergedreht, der Dämpfer hat halt nicht mitgemacht und halt flöten gegangen. Ne? Genau, denn irgendwann ist der Dämpfer da am Ende und du hast halt auch keinen Arbeitsbereich mehr, wo der Dämpfer vernünftig funktionieren kann. Dann sieht das Auto vielleicht komplett runtergeschraubt gut aus. Aber fährt nicht gut. Fährt leider dann und sollte ja bei so einem Auto nicht. Genau, ne, denn unser Anspruch ist es, ein schönes Konzeptpaket zu bauen, das eine schöne Tieferlegung erzeugt, aber viel wichtiger, dass das Auto viel, viel besser fährt. Und gerade so ein M mit über 500 PS, mit teilweise bis zu 1900 Kilo Gewicht, ist es jetzt auch kein leichtes Auto, brauchen wir ein Setup, wo du sagst, Auto sieht toll aus und mit dem Auto kann ich richtig fliegen lassen auf Trackdays oder halt auf unbegrenzten Autobahnen, wie auch immer, oder Landstraßen. Ich muss sagen, weil immer viele uns fragen, was habt ihr für Federn oder was habt ihr für ein Setup drin, sagen wir halt immer H&R Gewindefedern. Und dann heißt es immer, boah, nur Federn, reicht das denn aus? Ja. Und ich fand halt, das kann Mord auch sagen, das Auto fährt echt perfekt geil. Ne? Ja. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, halt, war diese Ticken Tiefe noch und das haben wir jetzt hier. Aber sonst muss ich sagen, Gewindefedern, das Auto weil früher war das ja immer so ein No-Go, ne? Nur Federn, das reicht ja nicht aus. So, ne? Das ist Man kann aber auch dazu sagen, Yusuf und ich sind ja auch privat sehr gut befreundet. Ja. Ich musste ihn wirklich überreden. Murat, du hinter der Kamera wirst bestätigen. Ja. Da kam die Frage, ich krieg mein Touring, okay? Ja, was bauen wir ein? Hast du ein Fahrwerk dafür? Ich sag, kommt bald, lass uns erst die Gewindefedern reinmachen. Oh, Selim, geht das denn tief genug und hin und her fährt das gut? Ja. Ich sag, vertrau mir, war wirklich Überzeugungsarbeit. Ja. Das ging über Tage. Und jetzt musste er mich halt auch überzeugen, das hier einzubauen. Ne? Er hat auch gesagt, komm, wir haben Fahrwerk, wir bauen das Weil du von den Federn so... Weil ich so beeindruckt bin, ne? Weil ich sage halt, das ist geil. Genau. Das muss man halt mal sagen, dass die Federn, sagen wir, wenn das so reicht, das Setup, das wirklich für den Alltag so eigentlich reicht. Genau, also ich sage jedes Mal, man muss nicht gleich das große Setup mit einem Gewindefahrwerk verbauen, auf keinen Fall. Unsere Tieferlegungsfedern oder die Gewindefedern reichen in den meisten Fällen für den Otto-Normalverbraucher, der sein Fahrzeug im Alltag bewegt, der den nicht auf irgendwelchen Rennstrecken bewegt, wobei man es sogar könnte, also selbst die Gewindefedern. Sind wir ja auch, bin ich ja auch. Wir waren jetzt 4-mal schon auf der Rennstrecke. Also genau, funktioniert das natürlich auch super. Aber gerade der wirklich noch sportlicher, ambitioniertere Fahrer, der sagt, ich will den noch ein bisschen tiefer, ich will noch ein bisschen mehr verstehen. Der hier so ein bisschen rumdrehen will wie ich. Der
greift dann zu dem neuen DCS, also ist ein Edelstahlfahrwerk, Vorderachse, Hinterachse aus Edelstahl, Vorderachse, Hinterachse, wie gesagt auch die Druck- und Zugstufe getrennt verstellbar inklusive der Höhe, deswegen dreifach, nennt sich jetzt DCS. Das ist die DCS-Linie, werden wir wie gesagt auf der Motorshow präsentieren, einmal an einem M3 Touring, der bei dir steht, und der M2, der bei uns am Stand steht. Gutachten sind alle fertig, also ihr könnt fleißig bestellen, es ist dann sofort erhältlich. Geil. Da würde ich ganz klar sagen, also wirklich derjenige, der jetzt seinen M2, M3, M4 bekommt, der sagt, ach, Gewindefedern, auch eine Budgetfrage. Ja, der sagt, klar. ich möchte jetzt nicht so viel Geld ausgeben, der ist mit den Federn oder mit den Gewindefedern ist der bestens aufgehoben. Weiß man schon, wo das preislich liegen wird? Also es liegt in etwa so bei 2000 Okay. plus minus. Also der Finde ich genaue gut, also, Listenpreis, der genaue Listenpreis wird jetzt noch kommuniziert, auf jeden Fall unter 3. Das kann Ja, ich hätte ganz jetzt klar so 3,5 gerechnet, Nein, weil 2 nein, ist nein, halt- nein, also es steht auf jeden Fall noch ein 2 davor. Wie gesagt, der genaue Listenpreis, den werden wir dann auf der Motorshow angeben und auch präsentieren. Und wie gesagt, der Kunde, der dann sagt, okay, ich möchte darüber hinaus noch ein bisschen mehr Verstellmöglichkeit, weil ich nutze das Auto gerne noch sportlicher, Landstraßen, Passstraßen, wo aber auch die Gewindefedern funktionieren, aber halt dieses gewisse etwas noch an Upgrade, der nimmt das neue DCS-Fahrwerk. Das Problem ist, die Gewindefedern, das Setup ist so perfekt, dass das halt zu toppen schon sehr schwer ist. Ja. Aber ich denke mal, das wird es nochmal toppen. Ich würde auch sagen, jetzt lassen wir die Jungs auch arbeiten. Wir haben jetzt genug dazu erzählt. Die blenden jetzt so ein paar Details ein, weil das sieht auch echt geil aus. Es ist echt schade, weil es wird eingebaut und dann so dreckig werden. Ja. Aber jetzt im sauberen Zustand werden wir das nochmal ein bisschen abfilmen und den Einbau filmen. Aber auch ein guter Hinweis, man verbaut es und sieht es dann nicht mehr. Wir Ja. kriegen ja auch oft die Fragen, kann man sich die Farbe der Federn aussuchen? Kann man das? Nein. Okay. Warum? Also bei uns nicht. Es Okay. gibt Firmen, wo man das kann. Das ist auch, hat auch alles seine Ja. Daseinsberechtigung. Aber wir fragen uns, warum will der Kunde mehr Geld dafür bezahlen? Du siehst es nicht mehr, ob die Feder pink, lila, blau ist. Das ist nett, wenn du es auspackst, dir anguckst, ein Foto davon machst, Ja. ist das schön. Aber ich denke, die Kombination sieht auch toll aus. Und wenn Ja, du es im nee, Auto nee. verbaut hast, machen wir uns nichts vor. Wie viele Kilometer bist du jetzt mit den Gewindefedern gefahren? 10.000, 15.000? 18.000. So, dann ist es natürlich irgendwann auch dreckig. Und ich meine, Ja. du bist der Letzte. Ja, das der Auto jetzt ist ja aber- auch ziemlich dreckig. Ne? Du bist jetzt aber der Letzte, der mit einer Zahnbürste hingeht und die Nee. Federn dann sauber macht. Ne? Und das Auto auch nicht. Genau, und da halt ganz klar zur Erklärung, die Anfragen kommen. Wir würden es euch gerne anbieten, aber wir machen es aus dem Grund nicht, weil ihr wollt das nicht bezahlen. Denn wir müssen die Kosten natürlich auch umlegen. Ja, das ist ja klar. auch alles hier ein festgelegter Prozess und das würde natürlich alles teurer sein. Nee, klar, macht Sinn. Nee, schauen wir uns gerne an. So, wir sind jetzt hier gerade beim Fahrwerkseinbau. Natürlich müssen wir so eine kleine Bestechung hier uns gönnen. Wir haben ein paar Geschenke geholt. Oh, ist Oh, das ist meins. Das bauen wir auch noch ein. Ihr müsst dann schauen, wer welche Größe hat, wer was anzieht, Socken, Unterhosen, Mützen, kleine Unimix für den Tisch. Cool. Ja, die Unterhosen tauschen wir momentan. Ja, das machen wir bei uns auch. So, was machen wir jetzt hier? Jetzt wird das Auto vermessen. Ganz Sieht's gut aus? Ja. Zeigen wir erst in der Waschbox oder? Ja. Okay. So Leute, ihr habt es gesehen, wir haben alles eingebaut. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Es war heute sehr viel technisch, dank dem Herrn. Ich bin aber froh, das alles mal mitgenommen zu haben, um zu wissen, was überhaupt hier verbaut ist. Die Fahrwerte werden wir ja gleich auf der Heimreise, die wir haben, 3 Stunden so erfahren, Eindrücke. Wir sind ja eben kurz gefahren, da ist es uns auf jeden Fall schon aufgefallen, ist schon Welten besser. Aber ja, man sieht die Optik, diese beiden Autos, einmal den von Holy Hole Danilo und unseren, seht ihr beide auf der SC Motor Show. Der von Holy Hole steht bei H&R und unser steht natürlich bei uns am Stand. Und beide haben das neue H&R Fahrwerk. Dazu kannst du ein bisschen mehr sagen. Also nennt sich H&R DCS, dreifach verstellbares Edelstahlsystem. Und das stellen wir euch in Essen vor. Genau. Also ich muss sagen, die Tiefe ist perfekt jetzt. Ich bin zufrieden. Vielen Dank
dass du uns eingeladen hast. Vielen Dank Schön, dass ihr da wart. für den Danke. schönen Tag. Auch danke an deine Jungs in der Werkstatt. Das ging ja zügig, weil ich habe ja gesagt, ich plane den ganzen Tag ein, aber nach 2 Stunden habt ihr uns ja schon rausgeschmissen. Ja, rausgeschmissen nicht, aber Also ihr habt ja auf noch einen höflich, auf Anschlusstermin. höflich. Also bis später. Ciao.